Also wieder bei Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir hier gegen einen Drachenjüngling, einen Drake gekämpft. Einen Jungdrachen, genau so hieß der. Und haben hier Rohan, den Herrscher des Landes von Malen, wiederhergestellt. Was hast du denn so bei dir? Kann ich bei dir ein paar Sachen einstellen? Lila, darling, you really found yourself a peach of a shepherd. Good on ya. Why, thank you. You two go way back, don't you? There was a time once when the Norman Seraphim and I traveled together. Lila was like an idol to us. At one point, all 49 of us begged her to make us her sublords. You didn't go for it? No. Let's all just be friends, she told us. What a cruel woman. Well, 49 is a bit much. The trauma nearly killed us. We all scattered over the globe to be alone with our melancholy. What? Surely that wasn't necessary. You sadistic harpy. I don't think I'm a harpy. It's all good. Us Norman, we roll with life's punches. We all treasure it as a bittersweet memory from when we was carefree young'uns. This nostalgia trip is boring me, but it's true that Norman have useful abilities. If we find any more, let's catch him. It'd be sad if they turned into Hellions. I'd get a kick out of seeing my old buddies again. I promise we'll help you folks out. Jo, und damit haben wir jetzt quasi die Mission bekommen. Suchen wir alle Normans. So, Menü Herrscher des Landes. Der ist auch auf Segenstufe 9. So, die Reisepause, die Schatzwiederherstellung. Gilt aber nicht für Städte, hat mir jetzt noch gesagt, sondern nur für außerhalb der Städte. Kannst du auf jeden Fall die mitnehmen mit 0. Ja, mehr Objektverlustrate. Wunder des Lebens klingt gut. Sättigung klingt gut. Heiligung klingt gut. Heilende Luft klingt gut. So, und jetzt können wir auch hier Normen einstellen. Du kannst den Normen dem Dienst eines Herrschers dem Landes zuteilen, was deine Chancen erhöht, Ausrüstung mit der Fähigkeit dieses Normans zu finden. Allerdings steigen damit auch die Level von Feinden mit dieser Fertigkeitsgruppe in diesem Gebiet. Andererseits gewinnst du durch niedere Feinde nicht sehr viel Erfahrung, also kannst du so die Levels von Feinden erhöhen. Also wir können jetzt einfach Attack dazu nehmen. Das würde dann zum Beispiel jetzt machen, dass die Gegnerlevel plus 1 steigen. Oder ich kann einfach rauslassen. Ich habe an sich nie wirklich... guck mal, ich kann Ausrüstung heiligen. Könnte ich. Ich habe an sich nie wirklich da die Norm. Ich habe halt einfach auch eingepackt und da nie wirklich drauf geachtet. Von daher, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Außer man möchte irgendwann später mal ein bisschen Ausrüstung mit bestimmten Sachen haben. Aber erstmal brauchen wir das noch nicht. So, und ab jetzt können wir auch Normans finden. Und dafür ist diese Normansuche von Edna nämlich sehr gut, denn die findet sie nämlich auf ziemlich großer Entfernung dadurch. Ich glaube, in der Stadt selbst ist noch keiner. Wenn doch, dann hole ich die irgendwann mal. The Normans' powers sure are interesting. Not as much as their faces, though. Yes, the Norman's ability to assist is quite helpful, and each one has different capabilities. They all look the same, though. Its abilities change from combining them in different ways, right? They have bad attitudes, even though they're Norman. Yes, there should be increasing numbers of Norman which you could combine to make new effects. Norman times Norman equals Norman how? You sure have it in for the Norman, Edna. Not really. Just a bone or two to pick. By which I mean 77 confrontations, 108 complaints, and 32 appeals. That's all. Sounds complicated. Ach ja. Could you tell me more about equipment skills? Way to have your head in the game. First, let's go over the basic skills. Basic skills can be broken down into 10 groups with 5 different elements. So in total, it's 10 times 5. Think you can do the math, genius? There are 50 Norman named after the basic skill they offer. Each one has the power to draw forth that specific skill. So if you find a skill that you like, go find that Norman and send them off to the Lord of the Land to do your dirty work. Elements and skill groups aren't just for tweaking the effects of your skills. They're also closely linked to bonus skills. That's all the time we have for today. See you again next week. Next week? We're doing this again? Ja, und jetzt kann man jetzt ab und zu mal, ja,
hören, dass man so ein bisschen die Tutorials zu den Sachen bekommt. Das ist auch ziemlich praktisch. Ich habe so auch einige Sachen durch diese Tutorials erst gelernt. Vor allem auch das, ich glaube, das mit dem Fusionieren habe ich auch durch die Tutorials erst richtig gelernt. Ja, ruh dich aus. Nehmen wir einfach Schwein mit Kartoffeln. Ja, anscheinend ohne Szene. Na gut. How are you feeling? Right as rain. Good. We don't need a sick shepherd. That'd be bad. And precisely how long had you been saving that one? Looks like we've got our Saray back. Der schlimmste Wortwitz, den hätte machen können. The shepherd. Perfect timing. Agil! We heard about the bridge. You're a superstar. Well, you know. You know? Well, whatever. Anyway, we need you to sign for this. Huh? Me? More medicine. It was ordered by a guy named Nafe. Huh. See? Buck up. We got this. I guess you're right. Also a message. I found a group of mercenaries headed toward Marland and asked them to protect the town, but they refused me. I have asked for additional reinforcements from Lady Lake, but it will take some time. That's all. Mercenaries. They might work in a pinch. Can mercenaries stand against the Hellions? Probably not the Hellhounds, but they might be able to handle lesser Hellions. They are vicious, but they are visible. And little. But they already refused the guard job. I could try asking again as sincerely as possible. Wouldn't hurt to go try. Thanks for passing along the message. Hey, why are you going through all this trouble anyway? Why? I mean, you can't just not help people in trouble. I get it. I get that you're weird. Schöne Dolche hat die Dame. Now, where is the medicine going? The sanctuary. Gotcha. Oh, hey. You didn't happen to run into a group of mercenaries on the way here, did you? You mean the woodsmen? They came with us. I think they're probably still in town. They said they were gonna stock up. Na dann, wollen wir doch mal gucken, ob die uns vielleicht helfen wollen. Vielleicht sind die ja so nett. Ansonsten, Söldnern kann man ja doch ganz gut mit Geld einreden. Habe ich mal so gehört. So, da vorne haben wir sie schon. Hurry and get your supplies. We can't be wasting time in a crazy town like this one. What happened? Wild dogs were attacking the sanctuary, but these guys put them down. Gotta admit, that was some fine teamwork. Those dogs are Hellions. And no pushovers either. Well, for a human anyway. Excuse me, may I ask you a favor? Huh? You're talking to the woodsman, bub. We don't do babysitting. And we won't get your kitty out of a tree. It's about a job only you guys can handle. I'm the leader, Lucas. What's this job you speak of? We want you to protect Marland for a little while. Yeah, we were asked that before, but turned it down. Ain't taking no chances guarding over a place that's diseased. Hey, boss. The kid you're talking to is the shepherd.
The miracle bridge maker? This scrawny little duckling? You're pulling my chain, right? We found a way to bring Marland back to how it was, but we have to leave town to do it. And the guards here aren't in a condition to fight because of the epidemic. So you want us to handle it, huh? We do the grunt work so you can get the glory. Is that how it is? It's nothing of the sort. Huh, so you say. What do you need? Let me tell you something, Mr. Shepherd. Money talks and horse crap walks. If you're serious about it, put your cash on the table. Then we'll talk. Ja gut, wie gesagt, es sind Söldner, also wollen die auch Geld haben. Mr. Shepherd. Ich zahle die 5.000. Well, well. Looky here. The Shepherd comes through. Guess we really can trust you after all. You trust whoever gives you money? And what else, pray tell, should be my motivation? Duty, chivalry? Let's say this epidemic kills one of my subordinates. Will duty and chivalry step in to take care of his grieving family? Well... But if I have money, I can make sure they've got a safety net. That's the kind of contract I have with my team. And that's why, in return, they're willing to put their lives on the line. You need to start facing reality, sister. Facing reality, huh? So, you want us to guard the town, huh? We'll take the job, but on one condition. In return, can we do whatever we want to this town while you're away? Saray, are you sure about this? It's fine. No one who values contracts so highly would do anything sleazy. You passed the test. All right, you bums, we got a job to do. We're staying in Marland and guarding it. Alpha and Bravo squad secure the perimeter. Charlie handle things in town. I'll go tell the guards what's up. These orders come from the Shepherd himself. Don't slack off out there. Ah! What's this? Your change. It's our policy to accept a reasonable price for the job we do. Well, they're cheaper than we imagined. We may not look it, but we value our customers. Jo, wollte jetzt im Endeffekt nur die Hälfte davon haben. So. Dann ab in den Südwesten von Marland. Ich würde gerne noch vorher was anderes machen. Die Frage ist, kann ich es? Aber zuerst schauen wir uns das noch an. This time we'll be covering skill groups. We're not gonna talk about bonus skills? We're the ones doing the teaching around here. Shut up and listen. Yes, ma'am. It wouldn't be prudent to explain everything at once, so I'll start off with the ones you can obtain in the beginning phases. So first, there's the status column. This increases basic stats by a certain percentage. Here, it's wise to improve upon your given strengths. Then there's the HP column. If you're prone to damage, it's best to improve on this. Or just don't get hit in the first place, doofus. But anyways, as you can see, aligning the same skill group together to carry out a tactical battle is one option that you have. And that's where the bonus skill comes into play. See you again next week! Next week again? So, kann ich mich jetzt so ein bisschen in der Seehafenhöhe... Ja, ich kann mich sogar rumporten. Das heißt, die Brücke ist wieder gebaut. Dann laufen wir mal kurz zur Brücke, den möchte ich einmal gerne zeigen. Und vom Speicherpunkt bei der Brücke porten wir uns mal kurz in die Seehafenhöhe. Denn mir wurde gesagt, ich habe da 2 Aussichtspunkte vergessen und bevor wir später... Also wir können da später natürlich später nochmal hin. Aber es kann sein, dass wir dann vielleicht den einen oder anderen Charakter gerade nicht dabei haben und dementsprechend dann nicht die Plauderei bekommen. Weil es ist ja nichts Ungewöhnliches, wenn im Tale-Spiel mal zwischendurch mal ein Charakter weg ist und
irgendwie später erst wiederkommt oder so. Dann habe ich vielleicht gerade nicht die Möglichkeit oder vergesse es nochmal. Und bevor ich es vergesse, machen wir es einfach jetzt ganz schnell. Ui, sieht ja noch ganz provisorisch aus. Ich fällt gerade ein, ich habe die Brücke auch noch nie so ganz provisorisch nur gesehen. Ich habe sie nur irgendwann komplett repariert gesehen. Ja gut. Die haben einfach ein Brett auf die Steine gebaut. Ja gut. Was ich mich jetzt frage, wie sind Egil und so mit ihrem Wagen über das kleine Ding rübergekommen? Yo. Wie auch immer die das gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Aber gut. So. Dann einmal Reise zum Speicherpunkt Seehafenhöhe. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Beim verlassenen Keilf. Keifel. Ne, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das müsste jetzt irgendwo im Norden sein, ne? Ja. So, und hier oben ist irgendwo eine Aussichtsplattform. Eventuell sogar in der Stadt selbst. So, vom Wasserfall da vielleicht. So. Hier irgendwo. Mir wurde ungefähr gesagt, wo die sein sollen. Und eins soll halt irgendwo im Norden der Karte sein. Die Sache ist, eigentlich müsste die Aktionspunktsuche von Saray drauf reagieren. Von daher... Ich laufe mal hier oben so am Rand entlang. Es ist ja eine Plattform. Es könnte da oben auf dem Berg sein. Ach, sieh mal an, da ist die Truhe wieder aufgefüllt. Was haben wir denn da Schönes drin? Einen heiligen Trank. Ja, so auch nicht. Bei da auch noch was sein könnte. Ja, durchs Wasser auch. Ja, kann ich durch. Da oben könnte vielleicht sogar was sein. Ja, guck mal, hinter dem Wasserfall ist was versteckt. Ist ja mal was ganz Neues. Hinter dem Wasserfall was versteckt ist. Wir können da nur nicht vom hin. Hier ist auch nichts. Los, Saray. Lass deine Sensoren spielen. Hier vielleicht? So. Das Gebiet. Ich hätte vielleicht etwas genauer nachfragen sollen, wo genau das sein soll. Ist das da hinten rechts? Ne, da war ich schon. Da war die Truhe. Na gut, ich werde noch mal gucken, ob es vielleicht da in der Richtung ist. Das könnte auch eventuell möglich sein. Da hinten müssen wir noch mal hin. So ungefähr da, wo die Truhe ist. Weil hier waren wir auch schon. Da war dieses komische Höllenzeugs da, was mich getötet hat. Nein, lass mich. Lass mich. Geh weg. Böser Wolf. Böses Hündchen. Verdammt. Aber sind zumindest nicht stark. Das sind ja doch ziemlich schwache Gegner. Also beim anderen habe ich eine etwas bessere Beschreibung bekommen. So, hier. Kann ich da hinten drauf? Nee. Moment, was soll denn das versprechen? Okay, das finde ich jetzt schon mal nicht. Da könnten wir gerne nochmal schreiben, wo genau das sein soll, weil ich da wohl irgendwie ein bisschen zu blind für bin. Hier vielleicht? Nee. Na gut. Dann porten wir uns mal kurz mal irgendwo in den Süden der Map. Soll wahrscheinlich bei Damensee in der Nähe. Und zwar bei der Brücke hier. Genau. Irgendwo hier hinter dieser Brücke soll ein Schmetterling rumfliegen.
Ich weiß, das ist eine ziemlich wunderschöne Beschreibung, aber ich glaube, ich habe ihn gerade sogar gefunden. I remember this place was in the Celestial Record. Aber den hatte ich sogar vorher noch gar nicht. Oh, interessant. Aber leider kein Gespräch. Ja, dass ich den da oben jetzt nicht finde. Das sind auch so Orte, auf die kommt man eigentlich gar nicht drauf. Da ist nur der Wald, das sind die Galat-Ruinen. Das soll eine Aussichtsplattform sein. Wir können für den Rest des Parts noch ein kleines bisschen herumlaufen. Vielleicht finde ich es ja noch. Man hat ja gesehen schon, wie früh die Aktionspunktsuche von Sorry ausgeschlagen ist. Ach. Wölfchen, lass mich doch mal in Ruhe. Immer sie gegen die einen nerven wollen. Ich könnte ja auch den Heiligen Trank einfach verwenden. Der Heilige Trank ist in diesem Spiel an sich ziemlich cool geworden. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Wir haben doch eben noch letztens einen bekommen. Da. Der Heilige Trank wirkt jetzt nämlich einfach mal dauerhaft. Und zwar nicht irgendwie nur für, weiß nicht, eine Minute oder so, sondern einfach mal so lange, bis ich einmal kämpfe und fliehe oder bis ich einmal im Gasthaus geschlafen habe. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Und es lässt einfach mal alle Monster, die schwächer sind als ich, komplett despawnen. Also es laufen jetzt einfach mal gar keine Monster mehr auf dieser ganzen Map rum. Und da muss ich echt sagen, das ist so eine gute Neuerung. Das können sie gerne immer machen. Weil bei Gebieten, wo man wirklich gerade nur ein bisschen erforschen möchte und gar nicht kämpfen möchte, kann man ja einfach entlang laufen. Und es greift einfach gar keiner an. Das laufen nicht mal Monster rum. So, hier ist schon mal nichts. Ich kann auch noch mal in Richtung der Berge hinlaufen, aber... Laufen wir eben noch mal bis zum Speicherpunkt an den Wasserfall. Wenn ich es bis dahin nicht gefunden habe, lassen wir es erstmal. Na, vielleicht laufe ich ja gleich zufällig dieser Plattform über den Weg. Aber nee, hier geht es auch nur zum Wasserfall runter. Na gut, dann würde ich sagen, beenden hier den Part. Beim nächsten Mal schauen wir dann mal, dass wir da im Südwesten den mächtigen Helion besiegen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.